Heute Fahrwerk, oh. Hast Bock? Tiefer, breiter, härter. Heute mal Federn und Distanzscheiben, gesponsert von Eibach. So, heute mal wieder endlich mal ein Update zum Jahres. Und zwar heute geht es mal, was nicht mit Turbo zu tun hat oder Motorenteile. Heute geht es um Tieferlegung und zwar, ihr seht ja schon von Eibach, denn die Jungs waren ziemlich entspannt. Die haben uns das gesponsert, Manuel, ist richtig? Ja, also richtig cool, die haben uns das gesponsert. Arthur, mein Kollege, versucht es jetzt noch fertig zu machen bis zum Reißbrennen. Oh, geil. Der hat Vollwellen hinten. Ist nicht hohl sozusagen, weil es gibt ja welche mit Schrauben. Das ist wesentlich stabiler als bei den ganzen Patenten, wo du mit einer Schraube reingehst. Muss ich bei mir im Auto auch übrigens umbauen. Wie viel PS hast du jetzt? 57, das was der Lader kann. Und das wird hässlich. Das Gute ist an Toyota, die Jungs denken wenigstens noch mit. So. Jetzt löse ich die Koppelstange. Das Koppelstangchen. Danach löse ich das Federbein und dann ist untenrum alles ab. Dann obenrum Plastikverkleidung, also obenrum ist mehr Schrauberei als unten, weil du musst oben Plastikverkleidung abnehmen und Wischerarme und hier und da. Ja, so ein Fahrwerkeinbau ist eigentlich nicht so schwer, aber wenn man es dann doch noch nie gemacht hat, sollte man sich jemanden dazu holen, der davon Ahnung hat oder es wenigstens schon mal gemacht hat, weil man kann auch ganz schnell ganz viel Mist machen. Ich weiß ja nicht, ob der liebe Manuel das an den Outtakes mitteilen wird, was der Christoph gesagt hat. Nämlich, man kann sich auch einen Finger brechen. Oder gleich die ganze Hand, weil wenn so eine Feder losgeht, da ist richtig Dunst drauf. Das kann unter Umständen auch mal eine Platzwunde geben. So, jetzt kommt nämlich das, worauf ich ehrlich gesagt überhaupt keine Lust habe. Ich hasse Plastik. Ey, das sind so eine... Ich bin hier voll am Verzweifeln gerade. Das war's. Ich würde doch glatt sagen, Papa holt den Federspanner, oder? Das ist das erste Bauteil in dem Auto, was eine ABE oder TÜV hat. Ich nehme mal hier unser Schätzeisen. So, wir haben hier eine Windungsstärke 13 mm. 13 mm zu 13 und 2, aber das kann sein, dass die Beschichtung einfach ein bisschen stärker ist. 3 Windungen, wir haben 1, 2, 3, 4 Windungen, eine Windung mehr effektiv und ein bisschen kompakter. Dadurch wird das Ganze ein bisschen härter. Ja, jetzt können wir reinmachen das Ding. So, gut, eine Seite ist durch. Die andere Seite schaffe ich alleine, da brauche ich euch nicht zu. So, dann machen wir weiter hier, wa? Ist vorne fertig? Vorne ist fertig. Haben wir auch mit Drehmoment festgezogen, die Schraubskis. Alles wie es im Buch steht. So, unsere geile Konstruktion. Das ist ein Getriebeheber. Das ist ein Getriebeheber, ja. Pixel das einfach. Ja, da wir ja kein Tutorial machen und jeder in seiner eigenen Verantwortung steht, überlasse ich das auch eurer Verantwortung, wie ihr eure Federn tauscht. Ich finde es erstaunlich schön, wie man hier die Federn hinten tauschen kann. Ja, ja. Das war's. So, Es ist eine Schraube. Ja, wie wir sehen wir wesentlich mehr Windungen und eine kürzere Gesamtlänge. Das war das spannend jetzt, ey. Oh, oder? Das war so spannend. So, ich gebe euch jetzt nämlich gleich nochmal einen Lifehack mit, also was heißt Lifehack? Ein Muss bei jeder Gummibuchse. So, voll geil die Konstruktion hier. Das ist so eine, sieht aus, also, so was ähnliches wie ein Uniball hier, Alter. Und zwar, das Auto ist ja jetzt nahezu ausgefedert.
Ne? Ich meine, wir haben ja jetzt hier, kann ich ja mal demonstrieren, es ist ja jetzt nicht viel Einfederweg gewesen. So, was machen wir jetzt also? Um den Ist-Zustand wiederherzustellen, weil der Ist-Zustand oder der eingefederte Zustand ist ja der, in der die Buchse ja eigentlich arbeitet. Das heißt, wenn wir diese jetzt festziehen würden und das Auto dann einfedern oder runterlassen, verdreht sich ja die Buchse. Das heißt, sie ist ja nie in ihrem Zustand so, wie sie eigentlich gesund arbeiten würde und würde in kürzester Zeit kaputt gehen und oder gleich kaputt gehen und funktioniert halt nicht. Deswegen immer lose lassen. Im Idealfall, wenn ihr die Möglichkeit habt, auf eine 4-Säulen-Bühne rauffahren und dann festziehen. Schön macht sich es auch mit einer Grube, weil dann lässt du einfach die Schrauben lose, steigst runter und ziehst sie dann in ihrem eingefederten Zustand fest. Wir haben weder eine Grube noch eine 4-Säulen-Bühne oder was anderes zur Verfügung, deswegen machen wir es jetzt hier ein bisschen polnisch. Und da ich Pole bin, darf ich das sagen. Das ist denn hier Stufe 1? Oh, das ist nicht Stufe 1. Serienhöhe oder? Das war Serienhöhe, ja. Ist Serienhöhe. Das ist Serienhöhe. Wir haben vorher gemessen, wie hoch der Jahres war in der Serie von Kotflügel zum Boden. Und so sieht das gute Stück jetzt aus. Das ist jetzt, jetzt nochmal Magic Moment. Ja, Spurplatten. Die Kollegen von Eibach, die haben uns ja gesponsert, was ja grundsätzlich sehr gut ist. Das Problem ist, aus welchem Grund auch immer passen die Spurplatten nicht. Da das ja Stehbolzen sind und das hier System B ist, wie das heißt Spurplatte an die serienmäßigen Bolzen ranschrauben und dann kommen aus der Spurplatte nochmal andere Stehbolzen raus, sozusagen verdreht. Ja, wenn wir die Felge anlegen, dann liegen die Bolzen aus der Spurplatte raus, kommt auf Block auf. Somit ist das nicht festzuziehen, was äußerst schade ist. Das kann aber sein, dass dadurch, dass das ja ein Jahres GR Performance ist, hat der ja andere Felgen als der Standard GR. Das sind diese Schmiedefelgen, wo die Taschen nicht so weit ausgefräst sind. Und das kann sein, dass der nicht Performance GR Jahres tiefere Taschen hat. Das kann sein. Also das ist unsere Vermutung. Wenn wir mal sehen, ob wir zum Reisbrennen dann mit Spurplatten fahren werden. Aber Eibach, wir lieben euch trotzdem. Gut, Jungs, es hat mir einen riesen Spaß gemacht. Ich bin jetzt hiermit entlassen. Auto ist zwar schon tiefer, wie ihr vielleicht seht, aber noch nicht breiter. Gab ein kleines Problem mit den Distanzscheiben, ist aber Eibach schon in Klärung, beziehungsweise die Jungs kümmern sich. Unseren Jahres, so wie er jetzt hier steht, vielleicht auch noch schon ein bisschen breiter, wenn wir es bis dahin irgendwie noch geregelt kriegen, könnt ihr übrigens unter anderem auf dem Reisbrenn sehen. Ja, das ist ja demnächst. Da könnt ihr mit den Kollegen quatschen, könnt euch das Auto anschauen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, also unserem Kanal, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Abo-Button aktiviert und vor allen Dingen auch die Glocke, damit ihr immer rechtzeitig über unsere neuesten Videos informiert werdet. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Daumen hoch dafür. Bis zum nächsten Video. Ciao.